Last night we began looking at Dr. Kellogg and his life. Gestern Abend haben wir uns Dr. Kellogg und sein Leben angeschaut. And we saw his conversion in 1888. Und wir sahen, wie er sich 1888 bekehrt hatte. We saw that he started being nice to people. Und wir sahen, dass er sich nun nett gegenüber seinen Mitmenschen verhielt. And in 1891, 1892, Und 1891 und 1892 we saw three major projects that he began. sahen wir zwei große Projekte, die er in Angriff nahm. The orphanage, Das Waisenheim, the visiting nurses program in Chicago, das Programm der besuchenden Krankenschwestern in Chicago and the Christian help bands in Battle Creek and then other cities. und die christlichen Hilfsgruppen in Battle Creek und anderen Städten. Then we noted at the end of 1892, in November of 1892, Und dann im November 1892 haben wir festgestellt, Ellen White made a fascinating comment. hat Ellen White eine faszinierende Aussage gemacht. She said the loud cry had begun in the revelation of Christ, the righteousness. Sie sagte, dass der laute Ruf in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi begonnen hatte. That is the high water mark. That's as far as God's people have ever come to doing His work. Das ist sozusagen der höchste Wasserstand, sozusagen die höchste Messlatte, zu der wir als Volk Gottes bisher es geschafft haben. The beginning of the loud cry. Fascinating thought. We were close to the second coming. Das ist faszinierend, der Beginn des lauten Rufes. Wir waren schon so nah zu Jesu Wiederkunft. And then I mentioned that the General Conference of 1893 came in February into March, actually the very end of January into March. Und dann haben wir gesehen, dass dann von Ende Januar bis Anfang März 1893 sich wieder die Generalkonferenz traf. And Dr. Kellogg played a fairly prominent role in that General Conference. Und Dr. Kellogg spielte offensichtlich eine ziemlich wichtige Rolle bei dieser GK-Vollversammlung. But his comments were not recorded. Aber seine Vorträge oder Kommentare wurden nicht niedergeschrieben. I suspect it's because he had offended an editor. Ich vermute, dass es deswegen war, weil diejenigen, die es niederschrieben, verletzt waren durch das, was er das letzte Mal gesagt hatte. So let me just draw a quick lesson, especially for the younger people here. Und jetzt möchte ich eine kurze Lehre daraus ziehen, besonders für die jungen Leute unter uns. The Bible tells us to live at peace with all men so far as possible. Die Bibel sagt uns, wir sollen wenn möglich, mit allen Menschen Frieden halten. And that's very good counsel. Und das ist ein sehr guter Ratschlag. I can tell you from personal experience Ich kann euch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung erzählen, that when there is a difference of opinion that comes up, dass wenn es zu Meinungsunterschieden kommt and you part ways with someone, und you stop working together, und ihr also euch trennt von jemandem und nicht mehr zusammenarbeitet, it's best not to offend them more than you need to. ist es gut, sie nicht noch mehr zu beschuldigen oder anzugreifen, als wie es notwendig ist. Because just because you're not working with them anymore does not mean that they're going to die. Dass ihr jetzt nicht mehr mit der Person zusammenarbeitet, heißt nicht, dass die Person, von der ihr euch getrennt habt, jetzt dem Tod ausgeliefert ist. And they may still be alive 20 years later. Und sie werden auch noch 20 Jahre später am Leben sein. And your paths may cross again. Und eure Pfade mögen sich wieder kreuzen. And it's much better to be on good terms than to be on bad terms. Also es ist besser, aufs Gute bedacht zu sein, anstatt auf das Böse bedacht zu sein. I really wish that Dr. Kellogg's words had been recorded. Ich wünschte mir so sehr, dass man die Worte von Dr. Kellogg niedergeschrieben hätte. I think they would have answered a question that relatives of mine spent 60 years of their life working to try and understand.
Ich denke, man hätte Antworten gefunden auf Fragen, über die kluge Köpfe 60 Jahre lang nachgedacht haben, eine Antwort versucht haben zu finden, aber nicht gefunden haben. The big question out of 1888 has always been, what happened to the loud cry? Die große Frage, die wir uns um den Zeitraum von 1888 stellen, ist, was ist mit dem lauten Ruf passiert? Some of you may be familiar with the name of Robert Wieland. Vielleicht kennen einige von euch den Namen Robert Wieland. He was a shirt-tail relative of mine. Er war Shirt-tail relative. Yeah. Okay, ein weit entfernter Relative. Relative, yeah. Okay, also er war ein weit entfernter Verwandter von mir. He spent 60 years from 1950 to 2010 trying to answer the question, what happened to the loud cry and how do we start it again? Er hat 60 Jahre damit zugebracht, herauszufinden, warum damals der laute Ruf begann, was den lauten Ruf gestoppt hat, wie man den lauten Ruf wiedererwecken könnte. And I believe Dr. Kellogg had the answer 2 months after Ellen White made the comment about the loud cry. Und ich glaube, dass Kellogg schon die Antwort darauf hatte, und zwar 2 Monate nachdem Ellen Whites Aussage veröffentlicht wurde. Unfortunately, his comments weren't published, and so they were basically lost to Adventist historians. Leider wurden die Kommentare von Kellogg nicht veröffentlicht und somit hatten adventistische Historiker keinen Zugang zu diesen Aussagen. The Lord worked all sorts of miracles, and they fell into my lap 2 months after Elder Wieland died. Okay. Der Herr hat ein Wunder getan und man fand diese Kommentare von Kellogg 2 Monate nach dem Tod von Bruder Wieland. And so I want to look at what Dr. Kellogg said in 1893. Jetzt wollen wir mal schauen, was Dr. Kellogg im Jahr 1893 gesagt hat. It started off very simple. Es begann ganz einfach. He said that as Christians we should be doing good things, good works. Er sagte, als Christen sollen wir gute Werke tun, gute Dinge. He quoted a lot of verses, a lot of scripture verses. Er zitierte viele Verse aus der Bibel. I was surprised how many there were on this topic. Ich war überrascht, wie viele Verse es zu diesem Thema in der Bibel gab. So we'll just read a few of them now. Wir möchten jetzt ein paar von den Versen vorlesen. From 1 Timothy 6. Aus 1. Timotheus 6. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Let them do good, that they be rich in good works. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken. Ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. I want you to notice something interesting in this verse. Und hier ist jetzt etwas Interessantes in diesen Versen. It says, God gives us all things to enjoy. Diese Verse zeigen, dass Gott uns alles, was wir genießen, gibt. But then it says we should be ready to give. Aber dann heißt es auch, also reichlich zum Genuss da, aber dann sollen wir das auch weitergeben. How can we enjoy the things God gives us if we give them away? Die Frage ist jetzt, wie können wir das, was uns Gott gibt, genießen, wenn wir das auch wieder weitergeben sollen? Any ideas? Habt ihr irgendwelche Ideen? Vorschläge? Ja? Jesus told us it is more blessed to give than to receive. Jesus hat ja schon gesagt, es ist gesegneter zu geben statt zu nehmen. When God gives us something, He wants us to enjoy it by giving it away. Wenn Gott uns etwas gibt, möchte er, dass wir es dadurch genießen, dass wir es weitergeben. It's been scientifically proven. Es ist wissenschaftlich bereits bestätigt. All sorts of psychological tests have demonstrated that giving something away makes you happier than receiving it. Alle psychologischen Tester haben ergeben, dass wir glücklicher sind, wenn wir etwas weitergeben, anstatt wenn wir etwas erhalten. But let's go on with Kellogg's sermon. Aber lasst uns jetzt mal weitergehen in der Predigt von Kellogg.
that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Those who have believed in God should be careful to maintain good works. Ja, das heißt, wir sollen zubereitet sein, immer gute Werke auszuführen. Oder damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das war der Vers. Okay. Ja, second. And let our people also learn to maintain good works. Und auch hier steht, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen. To meet urgent needs. Does that work? Ja, um die notwendigen Bedürfnisse, also zu den Bedürfnissen zu begegnen auf Englisch. That they may not be unfruitful. Damit sie nicht unfruchtbar seien. I don't know if it works in German. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Deutsch funktioniert. But to meet urgent needs helps us to understand what good works are. Wenn wir jetzt verstehen, wie man den Bedürfnissen abhilft, verstehen wir, was gute Werke sind. That he, God, Jesus, might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. There are quite a number of more verses, Es gibt zahlreiche weitere Verse, but perhaps the one that was most significant comes from the Old Testament in Proverbs. aber der bedeutungsvollste Vers, der kam aus einem der Propheten des Alten Testaments. He who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Dr. Kellogg commented on this verse. Dr. Kellogg machte einen Kommentar zu diesem Vers. He said, if you came to me and I'm going to turn that around. If I come to you and I ask you, could you lend me 100 euros? Also er sagte, angenommen, ich komme zu euch und bitte euch, dass ihr mir 100 Euro leiht. And you said, sure. You gave me the Und money. er sagt, ja natürlich, und ich geb's dir. What has changed in our relationship now between you and me? Was hat sich dann in der Beziehung zwischen dir und mir verändert? You lent me 100 euros. What would we say about my condition now? Du hast mir 100 Euro geliehen. Was sagt das jetzt über meinen jetzigen Zustand? You're guilty. You have guilt to pay. Guilty. Or this is like in the Oh. German word. Debt? Okay, yeah. It's like one word and in English. Okay, yep. In English we would say, I owe you the money. Das heißt also, ja, ich schulde euch das Geld. Now look at the verse. Jetzt schaut euch den Vers an. He who has pity on the poor lends to the Lord. Das heißt, wer den Armen etwas gibt, der leiht es dem Herrn. If you lend to me, I owe you. Das heißt, wenn ihr mir etwas leiht, dann schulde ich euch etwas. If you lend to the Lord owes you. Wenn ihr etwas dem Herrn leiht, dann schuldet der Herr etwas euch. And the good thing is, the verse says that the Lord will pay it back. Und das Tolle ist an diesem Vers, hier steht, der Herr wird es vergelten, zurückzahlen. God is so anxious to have us do good that he will go into debt to make it happen. Gott ist es so wichtig, dass wir Gutes tun, dass er sogar der Schuldner dafür ist und er es uns wiedergeben möchte. Dr. Kellogg speaking here. Hier spricht Dr. Kellogg. In 1 Corinthians 11, Paul exhorts us, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Hier sagt er in 1. Korinther 11, Vers 1, ermahnt uns Paulus, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. And Peter tells us that Christ left us an example that ye should follow his steps. Ebenso weist in 1. Petrus 2, Vers 21 auf das Vorbild Christi hin, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt.
And then in the book of Acts, Peter tells us that Christ went about doing good. In Apostelgeschichte sagt uns Petrus, dass Jesus umherzog und Gutes tat. And so it makes sense then that if we are Christ's servants, if we follow Christ, we must also go about doing good. Folglich sollten wir, wenn wir Christi Knechte und Nachfolger sind, ebenfalls umherziehen und Gutes tun. We are not to wait for the opportunities for doing good to come to us, but we must go about doing good. Wir haben nicht auf günstige Gelegenheiten zu warten, um dann Gutes zu tun, sondern wir sollten uns aufmachen und Gelegenheiten finden, Gutes zu tun. Seeking opportunities to good, to help the needy, to bless and comfort the sorrowing, to uplift the fallen. Also die Gelegenheiten finden, um Gutes zu tun, den Notdürftigen zu helfen, die Trauernden zu trösten und zu segnen und um die Gefallenen zu erheben. We must search them out, not wait for them to hunt us up and move us to action by their appeals. Wir müssen sie suchen, anstatt zu warten, bis sie uns ausfindig machen und uns mit ihrem Leid zur Tat bewegen. We are not to be narrow in our charities, for Paul says to us in Galatians 6:10, "Let us do good unto all men." Wir sollten uns in unserer Wohltätigkeit nicht beschränken, da Paulus in Galater 6, Vers 10 sagt, so lasst uns an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. It is true, he adds, especially unto them who are of the household of faith. Es ist wahr, Paulus fügt besonders hinzu, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. But this does not excuse us from doing good to those who are not of the household of faith. Aber allerdings hält dies uns nicht davon fern, Gutes zu tun an jenen, die nicht zu den Hausgenossen des Glaubens gehören. For he says, all men. Denn Paulus sagt hier allen Menschen. And certainly we cannot hide behind this apology, for we have not been good even to those belonging to the household. Des Weiteren können wir uns hiermit nicht rechtfertigen, da wir selbst den Hausgenossen des Glaubens nichts Gutes tun. Who's he talking about? What's he talking about Über here? wen spricht hier und über was spricht hier Kellogg? We've not been good even to those belonging to the household. Who had they not been good to? Wir haben uns nicht mal gut gegenüber denjenigen verhalten, die unsere Hausgenossen waren. Zu wem von unseren Hausgenossen haben wir uns nicht gut verhalten? Also die Waisen zum Beispiel, die aus adventistischen Kreisen kamen. The orphans, exactly right. Ja. And also, at the same time, Dr. Kellogg had been proposing providing for older ministers who were getting old and needed to retire. Ja, also zum einen, richtig, die Waisen, zum anderen wollte sich Dr. Kellogg auch um Prediger im Ruhestand kümmern, die auch Ruhe brauchten und dass sie auch eine würdevolle Unterkunft haben in ihrem Alter. In those years, there was no retirement plan for church workers. Damals gab es keinen Rentenplan für Gemeindeangestellte. And so when they got old and couldn't preach anymore, they didn't get paid anymore. Das heißt, als sie dann alt waren und nicht mehr in der Lage waren zu predigen, erhielten sie auch kein Geld mehr. And most of the ministers hadn't saved up any money. Und die Prediger hatten in den meisten Fällen kein Geld gespart. So some of them were in very, very difficult positions, and the church didn't seem to care too much. Das heißt, die Prediger befanden sich in einer sehr schwierigen Lage und die Gemeinde schien sich nicht der Prediger anzunehmen. For years and years, we have been well able to furnish a home for the aged, the infirm, the homeless. Jahrelang haben wir erfolgreich ein Heim ausgestattet für die alten, schwachen, obdachlosen, armen Witwen, ermatteten Prediger, betagten Pilger und für die hilflosen Kinder. For poor widows, worn-out ministers, aged pilgrims, and helpless children, members of our denomination, old pioneers in the cause who gave liberally of their property in the early days when the work was just beginning. Unsere älteren Gemeindeglieder, die Pioniere, gaben in den Anfangszeiten, als das Werk gerade erst begonnen hatte, großzügig von ihren Besitztümern. Whose faith in the truths which we profess has led them to put all their earnings into the cause instead of hoarding up a competency for themselves. Okay. Ihr Glaube in die Wahrheiten, die wir bekunden, führte sie dazu, all ihre Ersparnisse in das Werk zu investieren, anstatt sie als Bereicherung für sich selbst aufzuhorten. How did you translate competency?
Moment. Competency. Holding up ja, Bereicherung. It's Which like means- that you enrichment, that you get Okay. more of It's your person. retirement fund. Yes, Yeah, it's your okay, retirement. uh-huh. Okay. Mhm. All these worthy and deserving ones who appeal to us on fraternal as well as humanitarian grounds, Denn all diese wertvollen und kostbaren Menschen, die uns sowohl auf brüderlicher als auch menschlicher Ebene aufrufen, we have neglected in a manner which has become a denominational disgrace. haben wir derart vernachlässigt, sodass es zu einer Schande für unsere Gemeinde geworden ist. Put bluntly, Dr. Kellogg was embarrassed by his church's record on these issues. Um es kurz zu fassen, Dr. Kellogg war bewegt oder unzufrieden mit dem, wie die Gemeinde mit diesen Fällen umging. Basically, the church had come to regard everything Dr. Kellogg worked with as optional. The church regarded it, what Dr. Kellogg. Just Okay. nice thing, but nothing to worry about. Also die Gemeinde sah alles an, was Dr. Kellogg tat, so als eine zusätzliche Sache, die eigentlich nicht notwendig ist. So als optionale. They got used to ignoring him on health reform because they didn't like that so much sometimes. Sie kannten Dr. Kellogg eher aufgrund der Gesundheitsreform, aber sie mochten nicht die Gesundheitsreform und deswegen mochten sie auch nicht das, was Kellogg so vorbrachte. And so they found it easy to ignore him when he talked about the orphans. Deswegen war es für sie ganz einfach, Dr. Kellogg zu ignorieren, als er die Waisen ansprach oder über die Waisenkinder sprach. And ignore him when he talked about the workers who should be reaching retirement age. Und er wurde auch ignoriert, als er über die Prediger im Ruhestand sprach, die eigentlich ein bisschen Geld hätten bekommen sollen. But because of letters that he'd received from Ellen White, he knew that these were things that God was asking the church to do. Aber aufgrund der Briefe, die er von Ellen White erhielt, wusste er, dass das die Dinge waren, die Gott wollte, dass sie getan werden. God wanted his people to do these things, but they chose to ignore the messenger in this case. Gott wollte, dass diese Dinge getan werden, aber die Gemeinde schien Gottes Botschafter in diesem Fall zu ignorieren. So what could Kellogg do? What could he say? Also was hätte jetzt Kellogg noch tun können? Was hätte er sagen können? He'd quoted all these Bible verses. Er hat all diese Bibelverse angebracht. Maybe it would help if he quoted Ellen White. Vielleicht wird es ja noch helfen, wenn er noch Ellen White zitieren könnte. And so on these next few slides, you'll see some red text. Ihr werdet jetzt auf den nächsten Folien einige rote Textabschnitte sehen. Those are the words of Ellen White that Dr. Kellogg is quoting. Und diese roten Textabschnitte sind Worte von Ellen White, die Kellogg zitierte in seinen Ansprachen. We have seen the widowed mother with her fatherless children, working far beyond her strength in order to keep her little ones with her and prevent them from suffering for food and clothing. Wir sahen die verwitweten Mütter mit ihren väterlosen Kindern, die sich weit über ihre Kräfte hinaus abmühten, um weiter die Kleinen bei sich haben zu können und sie vor Nahrungs- und Kleidungsmangel zu bewahren. Many a mother has thus died from overexertion. Nicht nur eine Mutter starb aufgrund von Überanstrengung. That was Ellen White, and now comes Dr. Kellogg. Das ist Ellen White und jetzt kommt Dr. Kellogg. A mother who has the true instincts of self-respect will not go from door to door begging. Eine Mutter mit echter Selbstachtung wird nicht von Haus zu Haus gehen, um zu betteln. She will suffer rather than complain. Sie würde lieber leiden, als sich zu beschweren. And because people do not complain, because they do not clamor for assistance, we do not stop to think that they may be suffering. Weil sie, die verwitweten Mütter, keine Hilfe beanspruchen, kommt es uns gar nicht in den Sinn, dass sie leiden. Wir erkundigen uns nur selten nach ihnen. We seldom inquire after them. Ja, I just wait. Okay. Ellen White said, "How little has been done by us as a people for this class." Ja, hier schreibt Ellen White, das erste sollte auch rot sein, wie wenig wurde von uns als Gemeinschaft für diese Menschen getan. Dr. Kellogg says, "Please think of that. This was said 2 years ago." Jetzt sagt Dr. Kellogg, bitte denkt daran, dies wurde vor 2 Jahren uns gesagt. It was a letter from Ellen White 2 years ago. Das war schon ein Brief von Ellen White vor 2 Jahren verfasst. It's been 124 years now.
Jetzt sind schon 124 Jahre verflogen. How little has been done by us as a people for this class. Wie wenig wurde von uns als Gemeinschaft für diese Menschen getan. For mothers, for widowed mothers, have we not come far short of our duty? Für Mütter, für verwitwete Mütter sind wir unserer Pflicht nicht zu kurz gekommen. We are not doing as much as is done by other denominations. Wir tun nicht so viel wie andere Gemeinden. Now, I don't say this, the Lord says it. Ich sage das nicht, das sagt der Herr. Kellogg was trying to make sure that, it's not me that's complaining. Kellogg, der ging sicher, sagte, nicht ich beschwere mich, ich bin das nicht. We have set ourselves up on a high pinnacle and say, we are God's special people. Wir haben uns auf ein hohes Ross gesetzt und sagen, wir sind Gottes besonderes Volk. Our cause is the Lord's cause. Unsere Sache ist des Herrn Sache. We talk about ourselves as being the peculiar people. Wir nennen uns selbst als das auserwählte Volk. And yet we are not doing as much Christian work, and Christian work of a very important character, as other denominations are doing. Und dennoch tun wir nicht so viel christliche Arbeit und christliche Arbeit einer wichtigen Art, wie andere Gemeinden bzw. Kirchen es tun. Again, he said, it is right that more should be expected of us than of others. Und erneut sagt er, es ist wahr, dass von uns mehr als von anderen erwartet werden sollte. Dr. Kellogg quoted many more Ellen White comments and more Bible verses. Kellogg führte noch viele weitere Ellen White Zitate und Bibelverse an. It was 4 full sermons of 3 of Bible and then one with Ellen White. Es gab 4 Predigten, wo er nur die Bibel anführte und dann 3 Predigten, in denen er auch Ellen White zitierte. All just saying we should be nice to people. Und alle 7 Predigten hatten die Kernaussage, wir müssen uns nett gegenüber den Menschen verhalten. It's not real clear whether Dr. Kellogg planned his sermons in great detail. Es ist nicht klar, ob jetzt Dr. Kellogg diese Predigten bis ins Detail ausgearbeitet hatte. He was such an intelligent fellow that he sometimes didn't have to plan anything. He'd just stand up and talk. Hatte so einen klugen Kopf, dass er manchmal gar nicht im Voraus planen musste. Es reichte ihm, sich einfach hinzustellen und etwas zu sagen. But we can see something of a progression through those first 4 sermons. Aber wir sehen einen gewissen Fortschritt und einen gewissen Strukturaufbau in den ersten 4 Predigten. And then he got to sermon number 5. Und dann kam Kellogg zur Predigt Nummer 5. Now, the question is whether Seventh-day Adventists are going to lead in this work, or is it going to be left for someone else to do? Die Frage ist nun, ob Siebenten-Tags-Adventisten in diesem Werk eine führende Position einnehmen werden oder ob es jemandem anderen übertragen wird. He's talking about the humanitarian work, helping people. Er spricht jetzt über die humanitäre Arbeit, das heißt, den Menschen zu helfen. He says, the Lord has given us here a very precious work to do. Er sagt, der Herr hat uns hier eine sehr kostbare Aufgabe aufgegeben. It is not the whole of the third angel's message, but it is a part of it. Es ist nicht das Ganze der dritten Engelsbotschaft, doch ist es ein Teil davon. You read in Isaiah chapter 58 how we can make our light shine. In Jesaja 58 kann man lesen, wie wir unser Licht leuchten lassen können. Quoting from the chapter. Und jetzt zitiert er Jesaja 58. If thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. This is the first time in these sermons that he mentioned Isaiah chapter 58. Das ist das erste Mal, dass Kellogg in seinen Predigten Jesaja 58 erwähnte. Quoting Ellen White. Dann zitiert er Ellen White. When the advocates of the law of God plant their feet firmly upon its principles, wenn die Verfechter des Gesetzes Gottes ihre Füße fest auf dessen Prinzipien stellen, living out in their daily lives the spirit of the commandments, indem sie in ihrem täglichen Leben den Geist der Gebote ausleben,
and exercise true benevolence or kindness to men, und wahre Wohltätigkeit für Menschen ausüben, then will they have power to move the world. dann werden sie die Kraft haben, die Welt zu bewegen. Dr. Kellogg comments, Und hier kommentiert jetzt Dr. Kellogg: we shall never have the moral power to move the world. Wir werden niemals die moralische Kraft haben, die Welt zu bewegen. We shall never see the loud cry, Wir werden niemals den lauten Ruf sehen, nor make the third angel's message go to any great extent. noch die dritte Engelsbotschaft wirklich weit verbreiten können. We will never see it go so as to move the world, at least, Wir werden es zumindest nie so sehen, dass sie die Welt bewegt, until we carry out these truths in our daily lives. bis wir diese Wahrheiten in unserem täglichen Leben ausführen. He's talking about the truths of Isaiah 58, Und hier spricht Kellogg über die Wahrheiten, die wir in Jesaja 58 finden. the principles of true benevolence to men. Das sind die Prinzipien wahrer Wohltätigkeit gegenüber Menschen. We cannot get moral power to move the world until we get where we will do what the scriptures and the testimonies say we must do. Also wir können keine moralische Kraft bekommen, um die Welt zu bewegen, bis wir nicht das tun, was die Schrift und die Zeugnisse uns sagen. We have not done it yet. Wir haben es noch nicht getan. We have waited for outside people to come in and build our orphans home. Wir haben auf Leute von außen gewartet, dass sie kommen und uns ein Waisenheim errichten. The Lord may be ready to start the loud cry, but we are not ready. Der Herr ist jetzt schon bereit, den lauten Ruf erschallen zu lassen, aber wir sind nicht bereit. We have not done our part, and the Lord is waiting for us to do something in the direction of good works. Wir haben nicht unseren Teil getan und der Herr wartet darauf, dass wir etwas in die Richtung guter Werke unternehmen. If we want the loud cry to begin, brethren, Falls wir wollen, dass der laute Ruf beginnt, that is the place where it is going to begin. Brüder, ist dies hier der Platz, wo er beginnen wird. The loud cry is going to begin with our doing the things that the Lord in this chapter, Isaiah 58, says come before the loud cry. Der laute Ruf fängt damit an, dass wir die Dinge tun, von denen der Herr in diesem Kapitel Jesaja 58 sagt, dass sie vor dem lauten Ruf geschehen sollen. So God says we must draw out our soul to the hungry and satisfy the afflicted soul. Somit sagt er, dass wir unsere Seele den Hungrigen darreichen sollen und die bedrückte Seele sättigen. He says if we will do this, our light shall shine. Er sagt, dass wenn wir dies tun, unser Licht aufgehen wird. Okay. Ellen White, the gospel is the power of God unto salvation when it is interwoven with the practical life. the second one is Angie White. Yes. Okay, das, was jetzt kommt auf dem Rest der Folie, das sollte eigentlich extra Absatz sein, weil ich auf dem Englischen auch auf Rot. Das heißt, ab jetzt kommt ein White-Zitat bis zum Ende der Folie. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung, wenn es mit dem praktischen Leben verwoben ist, wenn es gelebt und ausgeübt wird. The union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul is the true interpretation of the gospel. Die Einheit von Christusähnlicher Arbeit für den Körper und Christusähnlicher Arbeit für die Seele ist die wahre Auslegung des Evangeliums. Okay, just to clarify, Dr. Kellogg did not quote this. This is just a comment from Ellen White. Okay, also jetzt, um das klarzustellen, dieses Zitat hat Dr. Kellogg nicht angeführt. Das ist ein Zitat von mir, um das noch zu bestätigen und zu kommentieren. Yeah, that's why it wasn't in red. Deswegen war es jetzt nicht rot angeführt. Okay, but what Dr. Kellogg was saying was he was saying that the loud cry is never going to take off until we do the work of Isaiah 58. Aber Dr. Kellogg sagte, der laute Ruf wird nicht erschallen, solange wir nicht die in Jesaja 58 beschriebene Arbeit vollbringen. And Ellen White said the same thing, and that was just one example here. Und Ellen White sagt dasselbe. Dieses Zitat hier unten ist jetzt nur ein Beispiel davon. Notice that last sentence, the union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul. Schaut euch noch den letzten Satz genauer an. Die Einheit von Christusähnlicher Arbeit für den Körper und Christusähnlicher Arbeit für die Seele Is the true interpretation of the gospel. ist die wahre Interpretation oder Auslegung des Evangeliums. So if that's the true interpretation, Wenn das die wahre Auslegung ist, all other interpretations would be wären alle anderen Auslegungen
Not true. Falsch. Nicht wahr. Okay. Dr. Kellogg's comment here. Und hier gibt jetzt Kellogg wieder einen Kommentar. If the loud cry has been begun by our people, Wenn der laute Ruf durch unser Volk begonnen hat, it must be because we have just begun to do a little in the way of letting our light shine. dann ist es so, weil wir gerade ein wenig begonnen haben, auf dem Weg unser Licht leuchten zu lassen. But we have done so little in that way that it seems to me that before the loud cry will make any great noise in the world, Doch haben wir so wenig auf diesem Weg getan, sodass es mir erscheint, dass bevor der laute Ruf irgendein lautes Geräusch in der Welt ertönen lässt, we will have to let our light shine a great deal brighter than we have ever yet done. wir unser Licht sehr viel heller scheinen lassen müssen als jemals zuvor, weil die Werke zuerst kommen. Because the works come first. Weil die Werke zuerst kommen. The light must shine through these good works Das Licht muss durch diese guten Werke scheinen, before we can be called the repairers of the breach and the restorers of paths to dwell in. bevor wir als diejenigen bezeichnet werden können, die die Breschen vermauern und die Straßen wiederherstellen und dort zu wohnen. For that promise comes after all these conditions. Denn you wie see. ihr seht, kommt diese Verheißung erst nach all diesen anderen Bedingungen. At the very beginning of this quotation, Dr. Kellogg said, if the loud cry has begun. Am Anfang dieses Zitats sagt Kellogg, falls oder wenn der laute Ruf schon begonnen hat. Ellen White had said the loud cry had begun. Ellen White hat gesagt, der laute Ruf hat begonnen. So does that mean that Dr. Kellogg didn't believe Ellen White? Heißt das jetzt, dass Dr. Kellogg nicht Ellen White glaubte? I would say no, I don't think that's what that really means. Ich würde sagen, nein, das wird jetzt nicht stimmen. In the early 1890s, Dr. Kellogg had the reputation as being the strongest believer in Ellen White in the whole church, basically. In der ersten Hälfte der 1890er Jahre hatte Dr. Kellogg den Ruf, als derjenige, der am stärksten den Aussagen von Ellen White glaubt. Ellen White was in Australia at the time, and she would write him many letters. Ellen White befand sich zu diesem Zeitpunkt in Australien und schrieb Dr. Kellogg viele Briefe. And when he got a letter from Ellen White, he immediately would say, "Tell everyone to meet in the sanitarium cafeteria tonight." Und als er einen Brief von Ellen White erhielt, dann sagte Dr. Kellogg, versammelt alle Leute heute Abend im Speisesaal. And he'd get all the workers and the nurses and the doctors that he could to the cafeteria. Und er alle, die er nur kriegen konnte, von den Ärzten, Angestellten und so weiter im Sanatorium, sie alle kamen zusammen. And he'd stand up on top of one of the tables. Und Kellogg stand dann auf einem der Tische And he'd read this letter from Ellen White. und las dann den Brief von Ellen White vor. And he'd have tears streaming down his cheeks. Und als er die Briefe las, flossen Tränen über seine Wangen herunter. How blessed we are, he would say, that we have this instruction. Und Kellogg sagte, wie gesegnet sind wir doch, dass wir diese Anweisungen erhalten haben. The truth is that in the early 1890s, and the mid 1890s even more so, Und die Wahrheit ist, dass es am Anfang der 1890er Jahre und auch noch zur Mitte der 1890er Jahre the workers in the sanitarium were being commended by Ellen White far more than the workers at the review or the workers at the General Conference. die Leute im Sanatorium sich viel mehr nach Ellen White richteten als die Arbeiter im Verlag oder in der Generalkonferenz. So why did Kellogg say, if the loud cry has been begun? Warum sagte jetzt Kellogg, falls der laute Ruf begonnen hat? My guess is that he was just speaking from the position of what could be seen. Ich denke, er sprach aus der Perspektive, die man wahrnahm. There was not a single newspaper in the world that had a headline that said, loud cry beginning in Adventist Church. Es gab jetzt keine Überschrift oder in einer Zeitung, wo jetzt groß stand, der laute Ruf hat in der Adventgemeinde begonnen. Adventists wouldn't have even known it if it hadn't been for Ellen White's comment. Die Adventisten hätten nichts gewusst, wenn sie nicht die Aussage von Ellen White gelesen hätten. So it wasn't all that obvious. Das war jetzt nicht alles so klar.
And I think Und Dr. offensichtlich- Kellogg had it about right in this portion here. Und ich denke, Dr. Kellogg, Had it correct. also er hatte recht hier in diesem ersten Teil. The loud cry had just begun, which is what Ellen White said. The loud cry has begun. Weil Ellen White schrieb, der laute Ruf hat begonnen. It had just barely begun Er hat gerade ein wenig begonnen, because the church had barely begun to do the righteous deeds that faith would inspire them to do. weil die Gemeinde jetzt erst ein wenig anfing, die richtigen Werke auszuführen, zu der der Glaube uns treibt. Kellogg had read from Ellen White's writings already. He knew what the loud cry was supposed to do. Kellogg hatte die Aussagen von Ellen White gelesen, ne, und er wusste, was der laute Ruf bewirken sollte. It was to fill the whole earth with the glory of God. Die ganze Erde sollte von der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Ellen White said that it would cover the earth as the waters cover the sea. Und Ellen White sagt, es sollte die Erde so bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. She was quoting from Isaiah and Hosea, I think it is. Und sie führte dann Verse aus Jesaja und Hosea an, denke ich. That the glory of the Lord would cover the earth as the waters cover the sea. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes würde die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. What is the glory of the Lord? Was ist die Herrlichkeit Gottes? When Moses asked to see God's glory, what did God tell him? Als Mose bat, Gottes Herrlichkeit zu sehen, was sagte ihm Gott? His character. Sein Charakter. The revelation of the character of God Die will fill the earth as the waters cover the sea. Die Offenbarung der Herrlichkeit des Charakters Gottes wird die Erde so erfüllen, wie das Wasser das Meer bedeckt. And how did Jesus reveal the character of the Father? Und wie hat Jesus den Charakter des Vaters offenbart? He couldn't do it with words, he had to do it with actions. Er konnte es nicht mit Worten tun, er musste es mit Taten, mit Handlungen tun. And so Kellogg had been pleading with the church, act like Christians. Und deswegen richtete nun Kellogg einen Aufruf an die Gemeinde, handelt wie Christen. And a beginning had been made. Und ein Anfang wurde gesetzt. The orphanage, the nurses, the Christian help bands. Die Krankenschwestern, das Waisenheim, die christlichen Hilfsgruppen. I don't think it's a coincidence that those things happened just before Ellen White said, the loud cry has been begun. Before the things happened or after the The things happened just before the statement. Okay, ja, das war okay. Ja, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Ellen White schreibt, kurz nachdem diese Dinge begannen, dass der laute Ruf begonnen hat. Here's the statement itself from Ellen White. Hier finden wir jetzt direkt das Zitat von Ellen White. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun. Der Zeit des Testes steht vor uns, denn der laute Ruf des dritten Engels hat bereits begonnen. In the revelation of the righteousness of Christ, the sin-pardoning Redeemer. Hat bereits in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, dem sündenvergebenden Erlöser, begonnen. This is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. Dies ist der Anfang des Lichtes des Engels, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird. Notice this last sentence, or last Schaut portion of euch the wieder sentence. den letzten Satz an, und zwar den letzten Teil des letzten Satzes. And then compare that to the statement from Ellen White. Und vergleicht das mit dem Zitat von Ellen White. We shall see the medical missionary work broadening and deepening at every point of its progress until the whole earth is covered as the waters cover the sea. Und zwar mit dem Ellen White-Zitat vergleichen, was wir dann darunter lesen. Ne? Wir werden sehen, wie die medizinische Missionsarbeit sich mit jedem Schritt erweitern und vertiefen wird, durch das Zusammenfließen von Hunderten und Tausenden Strömen, bis die ganze Erde bedeckt ist, wie das Wasser das Meer bedeckt. When the medical missionary work is properly done, Wenn medizinische Missionsarbeit richtig ausgeführt wird,
It is the union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul. Es ist die Einheit von Christus gleicher Arbeit für den Körper und Christus gleicher Arbeit für die Seele. It's the same work that Jesus did. Es ist dieselbe Arbeit, die Jesus getan hat. It's the only way to reveal the character of the Father. Das ist der einzige Weg zur Offenbarung des Charakters des Vaters. And so the medical missionary work will cover the earth as the waters cover the sea, Das heißt, die medizinische Missionsarbeit wird die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. because it represents the glory of the Lord, which is to cover the earth as the waters cover the sea. Weil sie die Herrlichkeit Gottes repräsentiert, die die Erde erfüllen wird, wie das Wasser das Meer bedeckt. Notice this word. Und schaut euch jetzt noch dieses Wort an. Ellen White did not say that the loud cry had begun in the proclamation of the righteousness of Christ. Ellen White hat nicht gesagt, dass der laute Ruf durch die Verkündigung der Gerechtigkeit Christi begann. It couldn't begin in the proclamation because words can't do it. Es hätte mit der Verkündigung beginnen können, weil Worte es tun können. It had to begin with the revelation. Es musste mit der Offenbarung beginnen. To a large extent, for the last 100 years, we have tried to preach our way to the second coming. Wir haben die letzten 120 Jahre größtenteils versucht, uns durch Predigen einen Weg zu Christi Wiederkunft zu bahnen. That method has failed. Diese Methode hat versagt It will always fail. und sie wird immer versagen. Only the union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul will succeed. Nur die Einheit von Christus gleiche Arbeit für die Seele und Christus gleiche Arbeit für den Körper wird es erreichen. In 1893, Dr. Kellogg seemed to grasp concepts that Ellen White would write out in more detail in coming years. Im Jahr 1893 schien Dr. Kellogg schon Konzepte zu begreifen, über die Ellen White erst einige Jahre später mehr schrieb. Notice what she says here. Schaut euch, was sie hier schreibt. God's purpose in committing to men and women the mission that he committed to Christ is to disentangle his followers from all worldly policy and to give them a work identical with the work that Christ did. Indem er Männern und Frauen die Mission aufträgt, die er Christus auftrug, beabsichtigt Gott, seine Nachfolger von aller weltlichen Politik zu entflechten und ihnen ein Werk zu geben, das identisch ist mit dem Werk, das Christus tat. A work identical with the work that Christ did. Eine Arbeit, die identisch ist mit dem Werk, das Christus tat. Going on. Let us remember that it is not by word and precept alone that we are to reveal Christ's character. Lass uns daran denken, dass es nicht durch Wort und Satzung allein ist, dass wir Christi Charakter offenbaren sollen. Our works must bear witness to his indwelling presence in the heart. Unsere Werke müssen seine innewohnende Gegenwart im Herzen bezeugen. His disposition, his kindness, his compassion manifested in our actions will inspire hope in the minds and hearts of the most hopeless. Seine Gesinnung, seine Freundlichkeit und sein Mitgefühl in unseren Taten bekundet, wird in den Gedanken und Herzen der Hoffnungslosesten Hoffnung anzünden. Thus, in act as well as in word, we shall reveal to the world the character of the unseen. Somit werden wir sowohl in der Tat als auch im Wort der Welt den Charakter des Unsichtbaren offenbaren. I believe that 2 months after Ellen White wrote about the loud cry, Dr. Kellogg diagnosed the situation and told us how we needed to proceed. Ich glaube, dass nachdem Dr. Kellogg 2 Monate nachdem Dr. Kellogg das Zitat von Ellen White gelesen hatte, er schon die Situation begriff und verstand, wie er weiter vorgehen sollte. Unfortunately, it was not understood, and it certainly was not applied back then. Leider wurde es damals nicht verstanden und auf jeden Fall wurde es nicht umgesetzt damals. There were differences of opinion, little jealousies, too much plain old selfishness. Es gab Meinungsverschiedenheiten, zu viel Eifersucht und Selfishness. und Selbstsucht, ja, die gepflegt wurde. And this led to an increasing division between the ministers and the medical missionary Und das workers. führte zu einer Scheidung zwischen dem Predigtdienst und denjenigen, die im Bereich der medizinischen Missionsarbeit tätig waren.
Dr. Kellogg became impatient with the ministers because they didn't support his work. Dr. Kellogg wurde ungeduldig mit den Predigern, weil sie seine Arbeit nicht unterstützten. The ministers became impatient with Kellogg because he criticized them. Die Prediger wurden mit Kellogg ungeduldig, weil er sie wiederum kritisierte. For years, Ellen White was caught in the middle, trying to hang on to both sides. In White stand die ganzen Jahre zwischen beiden Fronten, versuchte sie zu vereinigen. She pled, she warned, she threatened. Sie flehte, sie warnte, sie weinte. Perhaps the most serious thing she ever wrote on the topic is this next statement. Das wahrscheinlich ernsteste Zitat, das sie zu diesem Thema geschrieben hat, ist das folgende. I want to tell you that when the gospel ministers and the medical missionary workers are not united, Ich möchte euch sagen, dass wenn die Evangeliumsprediger und die medizinischen Missionare nicht vereint sind, there is placed on our churches the worst evil that can be placed there. das schlimmste Übel auf unsere Gemeinden gelegt wird, das dort existieren kann. What kind of word is worst? Was bedeutet das Schlimmste? In grammar? Von der Grammatik her. Was ist das für eine grammatikalische Form? Ja. Adjective? Superlativ. Superlative, excellent. Ja, das ist so ein Superlativ, das heißt das Allerschlimmste, Steigerung. Ja? You have things that are bad, Ihr habt Dinge, die sind einfach schlecht. and then things that are worse, Und dann gibt es Dinge, die sind schlimmer. and things that are worst. Und dann gibt es Dinge, die sind am schlimmsten. In English, anyhow, you can't go worse than the worst. Auf Englisch kannst du nicht mehr schlimmer gehen als am schlimmsten. In German it's possible. Allerschlimmsten. So, also, In English, the only way to do that is to say worsterest, but we don't do that. ja, so wie should. Also wir sollten auf Deutsch vielleicht das Allerschlimmste schreiben. Das heißt, das allerschlimmste Übel wird auf die Gemeinde gelegt, um die Bedeutung im Englischen zu haben. So what is this worst evil? Das heißt, was ist das allerschlimmste Übel? Notice who suffers. When the ministers and the medical missionary workers separate, who suffers? Jetzt schaut mal darauf, wer leidet, wenn die Prediger von den medizinischen Missionaren getrennt werden? Wer leidet darunter? It's not the doctors. Das sind nicht die Ärzte. Don't take this disrespectfully, but the doctors are laughing all the way to the bank. Soll jetzt nicht respektlos sein, aber die Ärzte, die lachen einfach darüber. The medical world has done well financially anyhow. Der medizinischen Welt steht finanziell gesehen sowieso gut da. But the worst evil is on the churches. Aber das schlimmste Übel, das allerschlimmste Übel betrifft die Gemeinde. What is that worst evil? Was ist dieses allerschlimmste Übel? Ja. Ich hab's nicht. Satan. Satan. Yeah. Oh, well, that's Yeah. that's a little harsh too. I don't know. The church doesn't reveal the character of God. Yeah. I don't have an exact answer. Ich habe keine konkrete Antwort. My thought has been maybe the worst evil is working your whole life thinking you're doing something that will result in the second coming when what you're doing is just absolutely incapable of doing that. Also was ich mir vorstelle ist, dass man über viele Jahrzehnte eine Arbeit ausführt, wo man denkt, dass sie auf jeden Fall Früchte für die Ewigkeit bringt, aber wo sich dann herausstellt, dass sie unausreichend ist und mangelhaft für das Ziel, was ich eigentlich denke, für was ich arbeite. Now, remember that when the Israelites failed to go into the promised land, they spent 40 years wandering in the wilderness. Erinnert euch, die Israeliten versagten, ins verheißene Land zu gehen und verbrachten noch 40 Jahre in der Wüste. God still blessed them. Gott hat sie immer noch gesegnet. He gave them manna 6 days out of the week. Sie haben 6 Tage in der Woche Manna bekommen. But they weren't where they were supposed to be. They were supposed to be in Canaan. Aber sie waren nicht da, wo sie hätten sein sollen. Sie hätten schon in Kanaan sein sollen. So I don't think that means every doctor or every minister in the last 100 years is lost.
Das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder Arzt und jeder Prediger, der in den letzten 100 Jahren gelebt hat, verloren ist. But they didn't have what they needed. Aber sie haben nicht das gehabt, was sie gebraucht hätten. Notice Ellen White's comment here. Jetzt schaut euch das nächste Zitat von Ellen White an. Christ's ministers must stand in an altogether different position. Christi Prediger müssen in einer ganz anderen Position stehen. They must be evangelists. They must be medical missionaries. Sie müssen Evangelisten sein. Sie müssen medizinische Missionare sein. They must take hold of the work intelligently. Sie müssen die Arbeit intelligent angreifen. But it is of no use for them to think that they can do this while they drop the work which God has said should be connected with the gospel. Aber es bringt ihnen keinen Nutzen zu denken, dass sie es tun können, solange sie die Arbeit, von der Gott sagte, dass sie mit dem Evangelium verbunden werden sollte, fallen lassen. If they drop out the medical missionary work, they need not think they can carry their work forward successfully, for they have only half the necessary facilities. Wenn sie die medizinische Missionsarbeit auslassen, brauchen sie nicht zu denken, dass sie die Arbeit erfolgreich weiterbringen können, da sie nur über die Hälfte der benötigten Fähigkeiten verfügen. Most Adventist historians would say that the work of the 1888 message reached its height in 1893. Viele der adventistischen Historiker sagen, dass die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben, die 1888 aufkam, ihren Höhepunkt im Jahr 1893 erreichte. It was still talked about for a number of years, going on after that. Danach wurde auch noch über diese Botschaft gesprochen nach 1893. But it never had the power and the focus and the intensity that it had in 1893. Aber sie hatte nie mehr diesen Fokus und diese Intensivität, die sie im Jahr 1893 genoss. It gradually kind of died out. Irgendwie starb dann die Botschaft ab. And the division between the ministry and the medical workers continued to grow. Und diese Lücke zwischen dem Predigtdienst und der medizinischen Missionsarbeit wurde immer größer. The worst evil continued to grow. Das allerschlimmste Übel wuchs immer weiter, wurde immer größer. We lost important members of both the medical work and the ministerial work. Wir haben wichtige Glieder verloren, sowohl im medizinischen als auch im Bereich, als auch im Predigtdienst. Ellen White pled with men such as A.T. Jones and E.J. Wagner to work with the medical work and do the evangelism in the big cities. Ellen White flehte Prediger an, wie Wagner und Jones, dass sie sich mit den medizinischen Arbeitern verbinden und eine Arbeit in den Großstädten ausführen. She says that if we would have combined our ministerial and our medical work and worked in evangelism, she said many bright lights that have gone out would still be with us today. Sie schreibt, dass wenn sich die medizinischen Arbeiter und die Prediger verbunden hätten und gemeinsam Missionsarbeit getan hätten, dann hätten wir viele starke Lichter, die später erloschen sind, nicht verloren, sondern sie hätten weitergeleuchtet. We lost Jones and Wagner and Ballinger from the ministry. Wir haben Jones, Wagner und Ballinger verloren. Sie sind aus dem Predigtamt gegangen. We lost Kellogg and many less famous doctors from the medical work. Wir haben Kellogg und andere weniger bekannte Ärzte verloren, die im medizinischen Bereich tätig waren. And the power and the intelligence that the Lord had given Dr. Kellogg to use for good und die Kraft und die Intelligenz, die Gott Dr. Kellogg verliehen hatte, um damit Gutes zu tun, was turned to work for evil. Wurde dazu verwendet, um Böses zu auszuführen. And so in our next meeting we will turn to look to the bad Kellogg. Das heißt, im nächsten Vortrag werden wir dann uns den bösen Kellogg anschauen. We have lessons yet to learn. Wir haben immer noch einige Lektionen zu lernen. Stand for prayer? Ja. Shall we stand for prayer, please? Wollen wir noch zum Gebet aufstehen? Father, we thank you for the work that you tried to do. Herr, wir danken dir für die Arbeit, die du versuchst auszuführen.
And we thank you that the door is still open for us to do that work if we choose. Und hab Dank, dass die Tür immer noch offen steht, diese Arbeit auszuführen, wenn wir uns dafür entscheiden. I thank you for the work of every individual and every organization that's seeking to combine the work of evangelism and medical work. Ich danke dir für die Arbeit einer jeden Person, einer jeden Institution, die versucht, medizinische Missionsarbeit mit der Evangeliumsarbeit zu verbinden. I pray your blessing upon them. Ich bitte dich, dass du sie segnest. I pray your blessing on all of us that we might see how we can fit into that work. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, wenn wir versuchen herauszufinden, wie wir in diese Arbeit hineinpassen. Lord, we're glad that you've made it simple. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du es einfach gemacht hast. We don't all have to be doctors, Wir müssen nicht alle Ärzte sein, but yet we can still work for the blessing of our neighbors, those around us. aber trotzdem können wir tätig sein zum Segen für unsere Nachbarn und die anderen, die du in unser Umfeld gestellt hast. We pray that we might all be a part of that work of bringing the character of God to cover the earth as the waters cover the sea. Herr, wir bitten dich, dass du dieses Werk voranbringst und dass dein Charakter die Erde bedecken mag, wie das Wasser das Meer bedeckt. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen.